So, das Wochenende ist vorbei. Leider gibt es aber auch nicht viel zu berichten. Es sei denn, ihr wollt was über Ghostbusters 2016 hören. Denn Paul Feig, das ist der Regisseur, der will eine 3,5 Stunden Version wieder ins Kino bringen, wo ein Director's Cut. Und ich glaube, es ist besser für uns alle, wenn wir darüber nicht reden und das aus unserem Gedächtnis so schnell wie möglich streichen, weil ich möchte diesen Film nie wieder sehen, nie wieder anfassen oder sonst irgendwas. Aber trotzdem gibt es 2, 3 Sachen, die man besprechen könnte. Ich habe ein bisschen mal gegoogelt, ein bisschen Videos geguckt und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich gerne hier zeigen würde. Wir fangen an mit einem Video von Neil Druckman, wo er so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert über The Last of Us. Und da wird, glaube ich, Anita Sarkeesian von ihm zum ersten Mal erwähnt. Was called Mankind. And the idea is very similar to what you've seen in The Last of Us, that the cordyceps has jumped from insects to people. And the people it infects, it can kind of create monsters or kill them. But the twist, the thing that was different about this idea was that it only infected women. And you found the one girl that it didn't infect, and that was Ellie. And you kind of protected her and tried to like bring her to this lab where they were kind of finding a cure. And there were a lot of things that we were really excited about this idea, but ultimately it failed. And the reason it failed is because it was a misogynistic idea. What are the things that she's going to be kind of really attracted to and attached to as she grows up? And as a game creator, I look around at kind of what we are making and what are going to be her role models from the stories, and I don't like what I see. More specifically, I'm talking about our female characters. And whether we want to admit it or not, these are role models. And yet we sexualize, we objectify, we marginalize, and we reduce these female characters to a lot less than they can be. And this is coming from a guy that almost made a really misogynistic game. So I kind of know what I'm talking about. So once this thing failed and I had this awakening, almost exactly at the same time, this Kickstarter happened about the tropes versus women in video games. And while you might argue with the way it delivers its message or whether every point is exact, you can't argue with just the pattern that you see in the industry. So I was really intrigued by this. The videos for the video games hadn't come out yet, but I watched the rest of Anita's videos, and I realized it's not just a problem in games, it's actually throughout entertainment. So, also, wie wir gerade gesehen haben, war das wahrscheinlich der Augenblick, als sich Neil Schwanzman in Anita Sarkeesian verliebt hat. Und seine Ansichten sind, glaube ich, mittlerweile auch ganz klar. Und da hat es, glaube ich, angefangen. Ich weiß gar nicht, wann das war, wann dieses Video produziert worden ist. Aber ja, das sagt eine Menge über ihn aus. Und naja, mich wundert es kein Stück. Dann habe ich noch einen Tweet gefunden von Neil Druckman. Und zwar einen nicht so ernst gemeinten Tweet natürlich. Da stellt der Rise of the Tomb Raider neben Uncharted, also die Cover der beiden Spiele. Und so auf die Tour, ja, guck mal hier, die haben geklaut, das sieht gleich aus, wir waren ja zuerst da. Und sagt aber trotzdem, ja, er freut sich schon auf Tomb Raider und wird das natürlich auch spielen auf seiner PS4. Was er aber allerdings vergessen hat, ist, dass es vom ersten Teil von Tomb Raider eine Definitive Edition gibt und das Konzeptart des Covers sieht ungefähr so aus. Also, wer hat dann wohl von wem geklaut, mein Lieber? So, dann bleiben wir auch gerade bei Neil Druckman, denn es gab ein Interview mit Joel Carnahan. Und falls ihr ihn nicht kennt, er ist ein Drehbuchautor und hat auch für The Last of Us geschrieben und hat auch unter anderem Drehbuch für Smoke and Aces geschrieben und für Bad Boys for Life. Und Regie hat er geführt bei dem Film A-Team. Und der hat Neil Druckman als Wichser bezeichnet. So, aber was ist genau passiert? Es gab ein Interview, und zwar mit Push Square, um die Verfilmung von Uncharted. Da wurde Joe Carnahan gefragt, wie das alles war, und er wollte Ryan Reynolds als Nathan Drake casten und Ryan Reynolds kennen wir alle als Deadpool oder als Green Lantern und aus anderen Filmen, und er hat das Drehbuch so geschrieben, das ist Amy Hennig, das ist eine ehemalige Mitarbeiterin von Sony, hat unter anderem bei den ganzen Uncharted-Spielen hat er die Drehbücher dafür geschrieben, und er hat das so geschrieben, dass es ihr gefällt, Amy Hennig, und das Projekt kam irgendwie nicht zustande. Und trotzdem hat dann Neil Druckman für dieses Drehbuch Kredit eingeheimst. Und daraufhin hat dann Joe Carnahan Neil Druckman als Wichser bezeichnet. So, und wenn ihr jetzt Neil Druckman immer noch nicht scheiße findet, dann kann ich euch auch nicht helfen.
Nein, war nur Spaß. Ihr müsst ihn nicht scheiße finden, aber ihr solltet auch wissen, wer er ist. So. Und dann kommen wir zu Troy Becker, die Synchronstimme von Joel. Der hat vor einigen Tagen wieder ein Video rausgehauen und sich ein bisschen darüber beschwert, was das soll mit diesen ganzen Anfeindungen gegen das Spiel. Und ich werde euch das Video mal vorspielen. Ich werde es vielleicht an einigen Stellen anhalten und meine Meinung noch dazu sagen und dann weiterspielen lassen. Aber schaut mal selbst. I don't know why there are people that exist whose sole purpose, seemingly, is to destroy the art of others. So, er beschwert sich jetzt gerade darüber, dass es Menschen gibt, die die Kunstform anderer Menschen absichtlich kaputt machen. Dann denken wir mal kurz drüber nach. Gaming ist eine Kunstform und es gibt so Leute wie Anita Sarkeesian, die diese Kunstform von anderen Menschen kaputt macht mit ihren Ideologien. Also verstehe ich dieses Argument schon mal gar nicht. Ich meine, worüber beschwert er sich gerade? Er beschwert sich über die Sachen, die Naughty Dog doch selbst macht. Also, was ist das für ein Argument? I don't know what that is. I can't comprehend that. Like, I literally don't understand the mind that goes, what I'm going to do in this moment of my fleeting life is this. I don't get that. I don't understand the mind that says this could be my last breath, this could be my last moment on this planet, and I'm going to spend it fucking with someone. Like, I don't understand you. I don't understand you. Is it to get a rise? Like, is that what you... Good. Great. What does that do for you? How does that solve any problem in your life? How does that give you any joy? Okay, er sagt hier, was bringt es uns, wenn wir uns über dieses Spiel ärgern und es schlecht machen und meinetwegen auch drüber lustig machen? Ganz einfach. Es spart mir 60 bis 70 Euro, die ich nicht ausgeben muss für ein Spiel, das ich eigentlich gerne feiern würde, aber durch die ganzen Ideologien von Leuten kaputt gemacht wird. I smoked for 20 years or whatever. And if you smoke, you'll understand what I'm about to say. Do you ever get the point where you have that smoke break and you finish the cigarette and before the thing is done, you already want another one? Just chasing that. It's called motivational salience. It's a dopamine hit. It's the same reason why we scroll through Twitter or Instagram. Is because there is, what that dopamine does is it hits our neurotransmitters and it gives us a sense of accomplishment. A lot of people says that it makes you happy. No, it doesn't. It just lets you feel like you did something. So the people that are addicted to that dopamine hit of bullshit, it combats motivational salience. It makes them feel like they're doing something. But what are you doing? Nothing. Look how fast the chat moves. You ever wonder why they have to constantly do it? And they're spamming? They're finishing cigarettes fucking faster than they can smoke them. I don't get you, man. Or girl. I say man in a very non-gender specific way. I don't get you. It's weird. So congratulations if you did this. Congratulations for winning a race that nobody else was running. Oh, danke für die Glückwünsche. Ich verstehe ihn aber auch irgendwo. Ich meine, er hat sich den Hintern aufgerissen, um da bei diesem Spiel mitzuwirken, beziehungsweise Joel zu verkörpern. Und klar verteidigt er das und klar versucht er jetzt noch irgendwas zu retten. Ich mache ihm ja auch gar keinen Vorwurf auf der einen Seite, weil es das ein fucking Job ist. Und man will auch natürlich für seinen Job dann, den man gut gemacht hat, will man auch eine Belohnung haben, gute Kritiken haben, gar kein Problem. Aber er muss auch mal die andere Seite betrachten, und zwar unsere Seite, die dafür bezahlen quasi für das Spiel.
Und es gibt einige, die nicht glücklich sind. Klar, einigen ist es egal und ich freue mich für jeden, der dieses Spiel feiert und ich würde es auch gerne feiern, sollte es nicht so sein wie in den Leaks. Dann werde ich mir das Spiel sogar kaufen und spielen. Sollte es aber so sein wie in den Leaks, dann würde ich darauf verzichten, weil ich mir nicht ein Spiel kaufe, was ich nicht mag. Ganz einfach. Und ich mache mich auch nicht über irgendjemanden lustig, der dieses Spiel haben möchte. Ganz im Gegenteil. Ich sagte schon, ich freue mich für jeden, der das Spiel feiert, aber jeder hat seine eigene Meinung. Das ist meine Meinung. Und ja. So, jetzt muss ich auf die Arbeit. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.